Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video bei mir. Es sind wieder viele schöne Stücke Vintage, aber diesmal auch Retro in die Sammlung eingezogen. Was es genau ist, das möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Nicht lang labern, los geht's! Ja, wie gesagt, Leute, ein paar schöne Stücke sind bei mir eingezogen. Ich möchte gar nicht um den heißen Brei herumreden und euch einfach diese Sachen mal zeigen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und zwar anfangen möchte ich mit einer Toyline, die ich diesmal nicht bei meinen Shops bei Steinedorf, Seatoys oder Strong Vision gekauft habe. Wie ihr wisst, ich unterstütze die deutschen Händler wirklich immer sehr, sehr gerne. Aber hier musste ich tatsächlich beim Hersteller direkt zuschlagen. Ich habe sie da zuerst gesehen. Ich wusste nicht, ob die auch in den regulären Handel kommen und der Preis war einfach unschlagbar. Und vielleicht erahnt ihr es ja schon anhand meinem T-Shirt, was es für Figuren sind. Genau, Ghostbusters ist diesmal wieder an der Reihe. Und zwar hat Hasbro tatsächlich nach der Neuauflage der Standardfiguren, die ja vor 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht schon, ich habe irgendwie kein Zeitgefühl mehr hier mit den letzten Jahren, rausgekommen sind, gab es auch ein paar Geister, den Slimer, den Marshmallow-Mann etc. Ja, und dann war das eigentlich abgeschlossen, mehr oder weniger. Man hat halt die ganze Zeit nichts mehr gehört und auf einmal gab es die Ankündigung, es kommen 4 neue Figuren raus, 4 neue Ghostbusters, beziehungsweise alte Ghostbusters. Aber man könnte sagen, man nennt es einfach Wave 2, denn die Fright Features sind rausgekommen. Die Fright Feature Ghostbusters von Hasbro, ehemals Kenner. Ja, auch wieder genauso wie die ersten Figuren, die neu aufgelegt wurden, auf einer ja, sehr, sehr schönen Retro-Karte, die halt dem Original in nichts nachsteht. Ja, Hasbro hat es halt einfach drauf. Hier in dem Fall, die Karten sind schön, ja, dick will ich nicht unbedingt sagen, aber sie sind dicker wie bei Mattel die Karten der neuen Figuren. Ja, aber auch nicht wirklich, ja, so stabil, wie es früher mal war. Das gibt es anscheinend heute nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ich habe mir die Figuren gegönnt bei Hasbro direkt, bei Hasbro Pulse. Der Fright Feature Egon Spengler. Figur sieht identisch zu der aus, die es damals gab. Das Zubehör ist identisch, immer wieder ein Geist dabei und ja, die Waffe oder ja, die Zange, was auch immer, also immer das Accessory ist mit dabei, das Zubehör. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist der Egon, der hier reingewandert ist. Dann habe ich hier natürlich auch Peter Venkman. Ja, Real Ghostbusters natürlich, die Ghostbusters zu der Cartoon-Serie, nicht die Ghostbusters zu den Filmen. Ja, das sind die Figuren zur Cartoon-Serie. Hier heißt Peter Venkman and Gruesome Twosome Ghost. Also hier ein Geist in Zweien und auch wieder hier seine Waffe dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Ich zeige euch ja gleich auch nochmal die Rückseite natürlich. Hier haben wir den Winston Zeddemore and Scream Roller Ghost. Auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, Figuren sehen wirklich 1:1 aus, wie die Figuren damals. Und zu damals muss ich sagen, ich habe ja, viele wissen es von euch, nur eine Figur gehabt. Das war der Standard Winston. Sonst hatte ich keinen. Und den habe ich nicht mehr in der Sammlung. Ich habe nur noch diesen kleinen Geist, der beim Winston dabei war. Aber das ist ein anderes Thema. Letzte Fright Features Figur Ray Stantz and Jailjaw Ghost. Ja, also auch hier Ray Stantz in ja, der Fright Feature Version. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Figur. Die Karten sind, muss ich sagen, ich versuche da Bilder zu machen, haben alle irgendwie, das sieht man wahrscheinlich nicht, aber haben hier nochmal einen Kleber drum, einen Klebestreifen, der bis nach hinten geht. Und da hätten wir jetzt auch schon die Rückseite der Karte. Ja, der geht einmal um die Karte unten rum. Ich weiß nicht, ob das als Knickschutz gedacht ist. Ich weiß es nicht genau, ja, was sich Hasbro dabei gedacht hat. Auf jeden Fall die Rückseite nochmal. Da stehen auch nicht weitere Figuren drauf. Ja, es sind nur die 4 Fright Feature Figuren. Und bin gespannt, ob Hasbro da jetzt weitermacht, ob sie weitere Figuren rausbringen oder nicht, oder ob es das jetzt endgültig war. Lasst uns mal ja, warten, vielleicht kommt da noch was. Wie gesagt, die 4 habe ich mir gegönnt bei Hasbro Pulse auf der
ja, Hasbro offiziellen Online-Seite und da hat mich die Figur 16,99 € gekostet. Leute, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich habe die Figuren früher nicht gehabt. Die alten Figuren auf Karte in einem schönen Zustand, ohne Crack, ohne Vergilbung, ohne Stresslinien und so weiter. Die liegen ja auch schon bei, keine Ahnung was, 120 €, sag ich mal, und die Preise gehen ja nach oben. Von daher war 16,99 € für die Retro-Version für mich vollkommen okay. Ich brauche auch die Originalfiguren aus dieser Reihe hier nicht bei mir in der Sammlung, nicht auf Karte. Da reichen mir die und das finde ich richtig toll. Ja, ich habe hier nochmal einen Vergleich. Und zwar habe ich den Fright Feature Egon, habe ich lose. Da ist er. Und das sieht man jetzt. Ich blende natürlich Bilder ein. Wenn man die gegeneinander hält, dann sieht man natürlich, dass bei meinem die Krawatte abgebrochen ist, was eigentlich zu 99% immer bei den ganzen Egon-Figuren passiert ist, die ich auf Bildern sehe oder in Videos bei Sammlern. Ja, und wenn ich hier den Arm zusammendrücke, ja, das Fright Feature, dann geht der Kopf hoch, der Mund geht auf und ja, bei ihm hier nur der Mund geht auf und eigentlich geht die Krawatte, steht dann so nach vorne. Das ist halt hier bei dem nicht mehr möglich. Und wenn man sich die Figuren so anguckt, klar, meiner ist ein bisschen vergilbt, aber der neue Egon ist im Gesamten von der Farbgebung, finde ich, etwas heller. Das heißt, die türkisen, was auch immer es ist, Handschuhe sind ein bisschen heller, die Stiefel etc. auch minimal und auch die Brille und die Haare sind etwas ja, aufgehellt, sage ich mal, dass man nach 40 Jahren, wie alt die auch schon wieder sind, 35 Jahre, ja, nicht mehr die gleiche Farbmischung vielleicht findet, ist vollkommen okay. Das heißt, das spielt jetzt bei meiner Entscheidung, ob ich die gut oder schlecht finde, keine Rolle. Ich finde die richtig klasse. Ja, die wandern auch in meine Ghostbusters-Sammlung und geben im Regal im Hintergrund einen schönen, ja, im Hintergrund geben sie einen schönen Hintergrund ab. Und ich freue mich, dass die jetzt in meiner Sammlung sind. Wir haben keine Angst vor Gespenstern. Ja Leute, dann hatte ich was Witziges auf Kleinanzeigen gefunden, was ich nicht kaufen konnte. Ja, und ich bin froh, dass es angekommen ist. Wir haben ja jetzt Fasching, Karneval, wie auch immer ihr es bei euch in der Region nennt. Ich bin so überhaupt nicht der Karneval, Fasching, Feiertyp. Ja, ich fand es schon als Kind immer affig und habe mich als Kind immer als Geheimagent verkleidet. Ganz früher war ich mal ein Indianer. Ganz früher war ich ein Indianer. Das war noch im Kindergarten und dann war ich nur noch Geheimagent. Das heißt, ich habe nur meine Pistole so in der Jackentasche gehabt und habe mich ansonsten nicht verkleidet. Habe gesagt, ich bin Geheimagent, ich brauche mich nicht zu verkleiden. Das war mein Fasching. Und jetzt habe ich was Schönes bekommen. Habe lang nichts mehr zu diesen Filmen bekommen. Und zwar ist es Indiana Jones und ein Indiana Jones Kinderkostüm habe ich bekommen. Kriegt man das hier so auf die Kamera? Ein Indiana Jones Kinderkostüm. Das ist nicht alt, das ist von 2008. Das kam zum Königreich des Kristallschädels, zum 4. Teil raus. Ja, und es gibt hier einmal den Hut. Der Hut hat eine Schärpe mehr oder weniger und hat halt hier das Indiana Jones Logo. Ist so aus Filz, der aber schon hier und da abgerubbelt ist. Und man sieht unten drunter so das blanke Kunststoff, nenne ich es mal. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Der ist noch original dran hier. Dazu gibt es hier unten die Peitsche, ist mit dabei. Und es gibt eine Weste und ja, eine Weste ist hier unten drunter, also eine Jacke und eine ja, Schatzkarte, nenne ich es mal, ist hier mit dabei. Und hier hinten sieht man nochmal das Kind in voller Montur. Und also ich werde es nicht auspacken, wird mir wahrscheinlich alles nicht passen. Das heißt, es bleibt so auf der Karte und wandert so in meine Sammlung. Wie gesagt, ist von 2008 gewesen. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Sowas kann man mal mitnehmen. Das hat mich 3 € gekostet plus 3 € Versand. Ich habe 6 € für das Ding hier bezahlt und das war für mich ein No-Brainer. Und ich bin froh, dass ich das jetzt auch in meiner Indiana Jones Sammlung habe und die wächst und wächst und wächst. Ja Leute, dann ein weiterer Kleinanzeigen-Deal, den ich geschossen habe, der für mich preislich voll okay war. Kleinanzeigen gibt es ja eigentlich, finde ich, zu 90% wirklich nur Mondpreise. Ja, aber hier habe ich wieder was Schönes für meine Mego-Figurensammlung und für meine Star Trek-Sammlung gefunden. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.
Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, weiß nicht, ob man das direkt sieht, da oben stehen schon 2 Mego-Figuren, der Mr. Spock und der Klingone, die habe ich ja beide schon in früheren Videos vorgestellt. Den Spock hatten wir damals auch, oder habe ich von meinem Bruder vererbt bekommen, den hatte er als Spielzeug. Und ich habe mir gesagt, diese Figuren möchte ich irgendwann komplett haben. Die sind von 1974, wenn wir mal überlegen, wie alt die schon sind, 50 Jahre alt, ja, und beide noch original verpackt. Und wie gesagt, ich hätte gerne die anderen auch original verpackt. Und jetzt habe ich auf Kleinanzeigen was gefunden, was ich auch wiederum nicht kaufen konnte. Und zwar habe ich hier einen Captain James T. Kirk von der USS Enterprise. Von Mego 1974, original verpackt der Kirk auf einer schönen Karte. Das Punchloch, das Punchhole hier, wo die Karte aufgehangen wird, ist noch drin, also ist noch original, ja, original unpunched nennt man es hier auf Neudeutsch oder auf Englisch besser gesagt. Und die Rückseite ist wie bei den anderen Karten auch gleich, ist unspektakulär. Und das ist jetzt meine 3. Figur, die ich bekommen habe. Es gibt insgesamt, oder es gab von dieser Auflage hier, es kamen danach noch mal ein paar, 6 Figuren. Und zwar eigentlich so die Kerncharaktere plus ein Klingone. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Kirk, Spock und den Klingonen. Und dann fehlen mir summa summarum noch 3. Und zwar fehlt mir Dr. McCoy, Lieutenant Uhura und Scotty. Die 3, glaube ich, sind auch die am schwersten zu bekommen sind, wenn ich sie auf Karte haben will. McCoy sehe ich ab und zu, Scotty sehe ich hier und da mal und Uhura ist wahrscheinlich, wie es früher so war, eine Figur, die als Jungensspielzeug wahrscheinlich eine Frau relativ wenig gekauft worden ist, deswegen gibt es die wahrscheinlich auch selten. Wenn ich die mal sehe, ist die Verpackung nicht mehr im guten Zustand. Ja, was soll ich sagen? Wenn ihr die Figuren irgendwo rumfliegen habt, wenn ihr wisst, wer sie hat und die sind auch original verpackt im schönen Zustand, dann schreibt es mal in die Kommentare und lasst es mich wissen, damit ich hier bald auch nicht nur 3 Figuren, sondern alle 6 Figuren mein eigen nennen kann. So, und dann bleiben wir bei Kleinanzeigen, beziehungsweise habe ich eine Anzeige dort gesehen und dachte mir, Moment, die ist doch vom Micha. Micha, Grüße an dich. Und er hat wieder Sachen angeboten. Ich habe ja schon das ein oder andere Paket mittlerweile von ihm bekommen. Und er ist ja auch ein großer Mego-Fan. Nichtsdestotrotz habe ich diesmal kein Mego bei ihm gekauft, sondern ich habe was Cooles bekommen. Ich habe ja, kleine Vorgeschichte, in einem der letzten Videos, in dem vorletzten, glaube ich, war es, habe ich ja meinen Z-Toys-Ausbeute vom Christian gezeigt, von dem Live-Sale. Und da war ja die Last-Action-Hero-Figur der Arnold Schwarzenegger als Hamlet, Skull Attack Jack, hier drin von dem Film von 1993. Und ich habe jetzt sehr viele Figuren lose, genau, original verpackt, aber noch keine lose. So, und dann dachte ich mir hier, er hat ja was Cooles, und zwar habe ich jetzt mir bei ihm geholt den Skull Attack Jack lose. Ja, also ohne Zubehör, ist mir aber vollkommen egal, ist mir wurscht. Der wird vor die Figuren, vor die original verpackten Figuren gestellt, so schön davor drapiert, und mal gucken, ob ich da noch ein paar von kriege. Ja, finde ich sehr, sehr schön. War ein sehr, sehr fairer Deal. Ja, in einem wunderschönen Zustand. Kein Farbabrieb, nix. Der gute hier, also sehr, sehr schön. Und das war noch nicht alles. Die weitere Sache, die ich bei ihm, ja, gefunden und mitgenommen habe, beziehungsweise gekauft habe, ist eine Figur wieder aus einer 90er Jahre oder aus einem 90er Jahre Kinofilm, wo ich auch wiederum bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es da Figuren zu gab. Es ist eine Biegefigur, eine sogenannte Band-Am-Figur, das heißt so eine Gummifigur mit Drähten drin. Und die ist zu dem Film Die 3 Musketiere. Ja Leute, das waren noch Zeiten oder 90er Jahre.
Musik Bryan Adams, Rod Stewart und Sting, ein geniales Lied, wie ich finde, immer noch, höre ich immer noch gerne. Und der Film mit Kiefer Sutherland, ich finde den Namen so schwer, Charlie Sheen, Oliver Pratt, Donald Sutherland war es, glaube ich, auch noch dabei, meine ich, oder in der kurzen Szene auf jeden Fall. Tim Curry war dabei, ja, richtig cool, Chris O'Donnell, also wirklich ein richtig toller Drei-Musketiere-Film, wobei Drei Musketiere ist ja eigentlich was Französisches, aber ich muss sagen, dass dieser Musketier-Film, vielleicht liegt es einfach daran, dass er aus den 90ern ist und ich da so in meiner Kinozeit war, für mich der beste Drei Musketiere-Film ist. Da werden die Franzosen wahrscheinlich jetzt aufschreien, aber es ist für mich so. Nichtsdestotrotz, ich habe eine Figur bekommen, die ist noch original verpackt. Hier halte ich ihn in die Hand, in die Kamera. Und zwar haben wir hier Charlie Sheen als Biegefigur, ja, als eins der letzten Musketiere, All for One, One for All, das Lied zum Film. Ja, und wir haben hier Aramis von der Firma Just Toys. Just Toys. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Stücke gab es davon. Ja, auch wieder hier, wenn man das sieht, alles auf Englisch geschrieben. Das heißt, auch wieder gehe ich davon aus, gab es nie in Deutschland, wie so viel auch. Aber wieder eine schöne Ergänzung zu meiner 90er Jahre Filmfigurensammlung. Und wenn man ganz genau hinguckt, wenn man hier das Artwork, die Zeichnung anguckt von Charlie Sheen, dann erkennt man ihn auch. Ja, zumindest wie er damals ausgesehen hat. Hier auf der Rückseite ist er auch nochmal hier unten drauf. Ja, mit einem schönen Bärtchen. Also wie gesagt, wunderschöne Figur. Super Film aus den 90ern. Und das war noch nicht alles. Die dritte Sache, die ich von ihm bekommen habe, ist zeitgleich auch ein Aufruf an euch. Ja, und zwar geht es um Captain Harlock. Ist vielleicht vielen von euch kein Begriff, aber Captain Harlock war eine, wie soll ich sagen, eine der Serien, die ich früher sehr gerne geschaut habe. Ist eine Manga-Serie, eine japanische Animationsserie von Ende der 70er, ich glaube 78, 79 wurde die produziert und ist auch, ich habe es mir aufgeschrieben, genau, im ZDF damals am 14. März 1978 ist die erste Folge ausgestrahlt worden. Da war ich noch nicht ganz auf der Welt, ich kam ein bisschen später, ganz bisschen später auf die Welt, aber ich habe es in den 80er Jahren dann gesehen und ich finde diese Serie richtig toll. Mein Aufruf hier an euch erstmal ist, wenn ihr irgendwas zu dieser Serie Captain Harlock habt, aus den 80ern, Ende 70ern, nichts Neues, es gibt auch neue Sachen davon, dann und ihr es loswerden möchtet, dann schreibt es in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an retrorauner@outlook.de, blende ich auch gerne nochmal ein. Und ich sammle alles davon. Es gibt nicht so viel. Was ich jetzt gefunden habe, ist mal ganz kurz, ich habe die DVD, Doppel-DVD von Captain Harlock. Ja, hier muss man Abstriche machen. Das ist aber auch vom einen her gar nicht schlimm. Es gibt zwei Abstriche. Einer ist schlimm für mich, einer nicht. Und zwar sind hier nur die Episoden drauf, die in Deutschland erschienen sind, wie es früher so war. Es sind viele Episoden nicht hier zu uns gekommen. Ich glaube, das sind irgendwie 20 oder sowas halt. Ja, und es gab 65, meine ich, insgesamt. Und das ist für mich überhaupt nicht schlimm, denn mich interessieren nur die Folgen, die es auch damals gab, die ich damals geguckt habe. Ja, das ist das eine. Das Schlimmere ist das Lied von Nicole. Das Titellied, das deutsche Titellied zu der Serie von Nicole ist hier aus lizenzrechtlichen Gründen nicht drauf. Ja, das durften sie nicht verwenden. Hier der Verlag, das ist auch ein Nischenverlag, sage ich mal. Ja, ich weiß es gar nicht, ich sehe es jetzt gar nicht, von welchem Verlag wir hier sprechen. Oder von welchem Verleih. Aber das ist 2020 rausgekommen. Mittlerweile, glaube ich, out of print. Wird auch auf eBay schon ein bisschen höher gehandelt. Also wer diese Folgen auf DVD, Blu-ray gibt es, meine ich noch nicht, auf DVD haben möchte, der sollte nicht mehr zu lange warten. Sonst denke ich mal, schießt die auch noch weiter in die Höhe. Ich glaube, die liegt jetzt schon bei so 25 € oder sowas. Ja, und das ist das eine, was ich habe. Das andere, was ich habe, ist noch eine Laserdisc, ja, eine Bildplatte. Und da ist auf der Laserdisc, da ist das Lied von Nicole, steht auch extra drauf, mit dabei. Der Vorspann, das Intro und das Outro wird von Nicole gesungen. Nicole singt die Titelmelodie zu den Abenteuern des Weltraumpiraten Captain Harlock.
Hier sind 4 Episoden drauf. Ja, schöne Zeichnungen. Ich bin eigentlich nicht so der Manga-Fan, aber Captain Harlock ist wieder was anderes. Das finde ich toll. Die 2 Sachen habe ich. Also wie gesagt, ihr seht, nicht wirklich viel. Jetzt kam eine weitere Sache und das ist gleichzeitig die letzte Sache, die der Micha mir geschickt hat, mit dabei. Und zwar, muss ich gerade mal wegtun, ist das nämlich die Figur der, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Kei Yuki. Hier haben wir sie, auch wieder eine Biegefigur. Ich meine, die müsste halt auch, es steht kein Datum, es steht kein Hersteller, oder doch ein Hersteller, nee, es steht keiner drauf. Ich habe sie schon mal abgesucht, ich dachte, ich hätte gerade was entdeckt. Es steht kein Hersteller drauf, kein Jahr drauf. Ja. Ich gehe davon aus, dass die Ende der 70er, wie gesagt, früh Anfang der 80er maximal ist, also 82, also 78 bis 82, irgendwo gehe ich von aus, ist diese Figur rausgekommen. Sehr, sehr schöner Zustand. Die Waffe sitzt noch fest hier dran. Ich kann die Biegearme biegen. Ich kann die Beine biegen. Gesicht ist auch noch sehr, sehr schön. Hat einen kleinen Abrieb an der Nase und an der Wange hier irgendwie so ein bisschen. Ansonsten sehr schön. Hat riesen Füße, so wie ich so ungefähr. Also sehr, sehr schöne Figur. Und meine erste Figur zu Captain Harlock. Ja, und die kann man halt schön biegen und in Position bringen. Ich hätte beinahe was gesagt, was nicht jugendfrei ist. Aber diese Frau hier, Kei Yuki, die erste Captain Harlock-Figur in meiner Sammlung. Und ich hoffe, durch euch vielleicht kommt noch ein bisschen mehr rein. So, jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf weiter, denn ich habe auch bei Z-Toys, ich war bei Z-Toys zu Besuch, vielleicht hat der eine oder andere meinen Facebook-Post gesehen, habe ich mir was Schönes mitgenommen, und zwar Action Force-Figuren. Action Force ist ja so das europäische G.I. Joe, wenn ich es jetzt mal so ganz überspitzt sagen kann. Und ich hatte damals 2 Figuren, die ich beide beim Spielen irgendwo, weiß ich noch, am Wasser, im Schlamm irgendwo gefunden habe. Und das war einmal der Red Shadow, den habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und es war einmal ein Soldat, ja, den habe ich mir jetzt bei Z-Toys mitgenommen. Er hatte die Figuren für kleines Geld da, alle ohne Waffen, nicht komplett, ist mir vollkommen egal. Da kann ich so eine kleine Figuren, ja, Sammlung aufmachen, sage ich mal. Hier ein weiterer, diesmal, der hat noch ein Barett auf dem Kopf oder ja, zumindest eine Kopfbedeckung. Dann haben wir hier noch einen, kann ich gar nicht genau zuordnen, der war halt einfach dabei, den hat er mir mitgegeben. Vielen lieben Dank da nochmal für. Dann haben wir hier noch so einen Taucher, der hat eigentlich hier oben auch noch was drauf sitzen auf diesem Stöpsel hier oben, aber auch da überhaupt nicht schlimm. Ja, Action Force geht immer. Und ich habe hier den Hauptantagonisten, also den Hauptbösewichten besser gesagt, und zwar ist das Baron Ironblood. Den hat er auch gehabt, finde ich sehr, sehr schön. Und 2, 4, 5 Figuren plus meinen, den ich schon habe. Da kann ich ein kleines, fast schon ein kleines Diorama aufbauen. Richtig cool. Also nochmal vielen Dank an Z-Toys. So, Neuzugang aus einem weiteren Shop von einem weiteren guten Freund, und zwar vom Andy Daniel von Strong Vision. Da habe ich was gesehen, habe kurz mit ihm geschrieben und habe mir die Figur geholt. Auch wieder eine Figur von Mego. Ich finde Mego ja total klasse, aus den Ende der 70er Jahren. Und es ist diesmal eine Figur zu einem Walt Disney Film, und zwar Das Schwarze Loch, The Black Hole. Und wieder, wie ich es gerne habe, eine große Figur. Und zwar haben wir hier, kriegt man den aufs Bild, ja, einen original verpackten Mego Black Hole Dr. Hans Reinhardt. Das müsste Maximilian Schell gewesen sein. Deutscher Schauspieler, der bei Das Schwarze Loch von Walt Disney mitgespielt hat. Von 1979 ist der Gute und noch original verpackt in einer wunderschönen Verpackung, eine wunderschöne Karte, keine großartigen Stresslinien. Karte ist noch stabil, ja, ist hier nicht, der Flap ist nicht geknickt oder so. Finde ich richtig, richtig klasse, ist noch original versiegelt. Ja, bei Mego ist es so, dass die großen Figuren die Gesichter aus einer anderen, ja, Konsistenz, sage ich mal, hergestellt werden wie der restliche Körper, und die Gesichter werden mit den Jahren einfach weiß. Da geht, ich weiß nicht, ob das mit einem Weichmacher zu tun hat oder wie auch immer, da gibt es mit Sicherheit Experten, die das besser beantworten oder besser erklären können, aber ich muss sagen, das stört mich überhaupt nicht, das macht den Charme aus, und er hier ist sogar noch recht gut bei Farbe, ja, einen großen
großen Farbverlust. Ja, bestimmt ein bisschen, wenn man die Originalfigur mal daneben hält. Also eine neue Figur von damals dagegen hält, hat er sicher ein bisschen Farbe im Gesicht verloren, aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, und Black Hole ist ein richtiger Kultfilm. Das war ja zu der Zeit, wo Disney so ein bisschen versucht hat, in eine etwas düsterere Welt einzutauchen. Da kam ja auch Tron raus, der Film. Und The Black Hole war mehr oder weniger so ein Versuch, auf den Star Wars Zug aufzuspringen, der halt alle Rekorde geknackt hat. Damals Krieg der Sterne 1977. Ja, und dann kam halt Black Hole, der war bei weitem nicht so erfolgreich, aber trotzdem richtig, richtig schöne Figuren, richtig klasse Film. 12,5 Zoll Actionfigur, finde ich richtig toll. Und den habe ich, wie gesagt, bei Strong Vision beim Andy Daniel bekommen. Ja Leute, weiter geht's. Auch in meinem vorletzten Video, das letzte Video war das Marché Noir Video, das vorletzte Howl Video, habe ich wieder eine... Nein, Moment, Entschuldigung, ich habe sogar im Marché Noir Video die letzte Figur davon gezeigt. Und zwar habe ich am Stand von Steinedorf wieder eine Demolition Man Figur gefunden, die ich noch nicht hatte. Und ich habe ja in dem Video noch gesagt, dass ich bis jetzt alle Figuren von Demolition Man von Steinedorf bekommen habe. Diese Serie ist gerissen. Ich habe eine weitere Sache zu den Demolition Man Figuren 1993 Mattel bekommen. Und zwar ist das ein original verpackter Demolition Man Bola Jet. Und da sagt ihr jetzt viele von euch wahrscheinlich, Bola Jet? Kenne ich den nicht irgendwoher? Guckt euch mal das Bild an. Ja, kennt ihr irgendwoher. Viele von euch wahrscheinlich, denn wie auch bei den Figuren von Demolition Man wurden auch die Fahrzeuge oder das Fahrzeug bei Demolition Man einfach aus einer anderen Toyline geklaut. Und zwar von He-Man New Adventures, dem Weltraum He-Man. Ja, der Nachfolgeserie meiner geliebten Masters, Muskelprotze von Eternia, wurde hier dieses Fahrzeug entwendet, neu lackiert, nenne ich es einfach mal, und als Demolition Man Fahrzeug rausgebracht, was überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, wieder mal. Aber was soll's, finde ich richtig cool, so Sachen. Ja, das Bild ist halt echt schwach, finde ich. Ja, also ist, als ob Mattel da irgendwie ganz schnell überlegt hat, was kann ich zu diesem Film rausbringen, solange der Film noch im Kino läuft, damit die Leute ein bisschen was kaufen. Haben sie geguckt, was haben wir vielleicht noch für Sachen überproduziert, die schmeißen wir einfach da rein, spritzen sie schnell um und machen hier irgendeinen komischen Karton, ja, mit einem komischen Bild drauf, wo dieser Bola Jet in Aktion ist, mit einer John Spartan, also Sylvester Stallone Demolition Man Figur drauf. Das Bild packt mich überhaupt nicht, das ist so sinnlos, finde ich, also wirklich nicht schön, aber es gehört halt dazu. Auch wiederum, wie gesagt, schon von 1993, also auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Der Karton ist in einem okayen Zustand, ist ein bisschen gestaucht hier unten, ja, hat an den Kanten, wie es meistens so ist, halt hier so ein paar Dotzer dran, aber ist noch original zu und den habe ich auf eBay gefunden zu einem vernünftigen, für mich vernünftigen Preis. Und jetzt fehlen mir noch 2 Figuren von Demolition Man. Es gab nur dieses eine, nee, Moment, es gab 2 Fahrzeuge. Hier hinten ist aber nur das eine drauf. Es gab noch ein Auto. Das habe ich auch nicht in der Sammlung. Das ist wohl sehr, sehr rar. Also auch wieder da, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, denkt mal an mich. Ansonsten, wie gesagt, das Teil jetzt auch in der Sammlung und somit nähert sich da so langsam meine Demolition Man Mattel-Figurenreihe einem Fullset. Da freue ich mich sehr drüber. Leute, das soll es gewesen sein. Das waren meine Funde. Lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sachen gefunden habt. Habt ihr davon was in der Sammlung? Ist da irgendwas komplett neu, was ihr noch nie gesehen habt? Lasst es mich wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten auch wieder einschaltet, dabei seid und sage dann einfach mal bis dann, macht's gut, euer Retro Raune.